Glaubst du grundsätzlich, dass du dein eigenes Schicksal in der Hand hast und dein Leben selbst bestimmen kannst? Da glaube ich ganz fest dran, dass jeder sein Schicksal in der eigenen Hand hat, bis zu einem gewissen Teil. Aber dass eben auch sehr viel von Zufällen abhängig ist. Einfach, ja. Ich halte mir gerne ein bisschen Platz frei für was Übernatürliches. Keine Ahnung, dass es sowas wie Schicksal gibt. Eine Mischung aus Zufall und eigenem Fleiß. Wenn du nichts tust, dann erreichst du nichts. Und auf der vollen Haut liegst, dann wirst du dann zu nichts kommen. Ich kann sehr, sehr viel entscheiden, was ich mache in meinem Leben. Was ich für einen Job mal ergreifen werde, kann ich mir mehr oder weniger aussuchen. Ich muss halt dann hoffen, dass ich den kriege, den ich haben will. Ich war die erste in meiner Familie, die das Gymnasium gemacht hat, die maturiert hat und die studiert hat. Und das wollte nicht wirklich jemand. Also ich habe das aus meinem eigenen Willen getan und habe schon viel dafür gekämpft, was ich jetzt habe. Wäre meine Mutter jetzt nicht so dahinter gewesen, wäre ich vielleicht in eine Hauptschule gekommen, hätte vielleicht dadurch eine schlechtere Bildung gehabt, wäre in einen ganz anderen Freundeskreis geraten. Von daher kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass das ich war, sondern das war eher meine Mutter. Und das war Zufall oder Glück gewesen, dass ich da so eine Mutter habe, die da so dahinter war. Also Talente sind für mich ein Geschenk, die dich ja doch in eine gewisse Richtung lenken. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn man das Talent gehabt hat, dass man das überhaupt nicht ausführt. Das heißt, dein Schicksal wird dadurch ein wenig in eine Richtung gelenkt. Also es ist mein Leben, ich habe das in der Hand und die Schuld an wen anders abwälzen ist völlig falsch. Also ich kann das tun, was mich glücklich macht und deswegen habe ich das völlig in der Hand, ja. Weil es gibt auch Leute, die nichts haben und dann plötzlich Karriere machen, voll durchstarten. Und wenn man wirklich den Willen hat, dann schafft man auch das, was man machen möchte. Die volle Kontrolle hat man nie. Nein. Dinge, die mich behindern, wäre, wenn in meinem Land zum Beispiel Krieg wäre, wenn die wirtschaftliche Lage sehr schlecht wäre, dass ich irgendwo in eine Zwangslage komme und dann nur noch eingeschränkt agieren kann. Da wir ja in Österreich sind und in der glücklichen Lage sind, dass uns so ziemlich alle Türen offen stehen im Moment, hat man recht viel Spielraum, um sein eigenes Leben zu gestalten. Es gibt zu viel Gewalt. Den stimme ich komplett zu. When you see the movies in television and the games that children play, it all encourage the violence. Dieses ganze Waffenzeug und sowas, ich mag das nicht. Diese Gewaltverherrlichung. Ja, aber durch das, dass du jetzt schon so einfach Waffen und so kriegst, wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Was man so täglich liest in den Zeitungen. Die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen ist für mich unverständlich. Mir kommt vor, zeitenweise, das gibt es, also nicht jeden, ich will nicht so in einen Topf fahren, aber das gibt sehr viele und die suchen das regelrecht. Was ich so erlebe, auch beim Fortgehen, wenn die Leute angesoffen sind, gibt es sicher zu viel Gewalt. In Österreich haben wir das alles ziemlich gut im Griff. Wir sind auch, ich glaube, das drittfriedlichste Land. Wir leben schon in einer kleinen Seifenblase hier, wo alles sehr sicher zugeht im Vergleich zum Rest der Welt. Kriege hat es immer gegeben, die wird es auch weiterhin geben. Und man kann auch selber für sich schauen, dass man sowas nicht irgendwie unterstützt oder sich solche Filme anschaut, weil dann wird man selber nur deppert, wenn man sich sowas anschaut. Und ich glaube, diese Gewalt entsteht dadurch man selbst so unzufrieden mit sich selber ist. Und das kreieren wir. Das ist nicht nur der Staat. Wir kreieren den Staat. Wir kreieren das alles mit unseren Gedanken, wie wir mit uns selber umgehen. Davon gehe ich aus. Aber ich glaube, dass es so versteckt in Österreich schon sehr viel Gewalt gibt. Also häusliche Gewalt gibt es, glaube ich, viel. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo das Gott sei Dank nicht gang und gäbe ist. Ich glaube, wenn es mehr Bildung geben wird, gibt es weniger Gewalt. Wähle 3 von den folgenden Punkten aus, über die du dir am meisten Sorgen machst. Leistbare Wohnungen. Kenne ich Leute, die zahlen Preise für absolute Löcher, für die man, sagen wir jetzt, in Niederösterreich vielleicht ein ganzes Einfamilienhaus bekommt. Ich glaube nicht, dass es eine Pension geben wird, wenn ich 65, 70 bin. Oder zumindest nicht in der Form, wie es es jetzt gibt. Wahrscheinlich nicht in der Form. Und das macht mir schon Sorgen, weil ich kann jetzt vielleicht gut leben, aber wie schaut es aus, wenn ich eben alt bin? Was habe ich dann und was fehlt mir dann? Weil ich eben denke, dass man mit der rein staatlichen Pension nicht mehr auskommen wird in unsere Generationen. Kann ich mir das noch leisten, eine Landwirtschaft zu betreiben?
Wir haben einen Haufen Sozialversicherung zum Zahlen. Wird das noch mehr werden? Wie wird das mit meinen Eltern werden? Wenn die mal irgendwie ein Pflegefall sein später? Ich bin halt jetzt eher einer, der sich über viele Sachen Gedanken macht. War das jetzt so okay, wie es jetzt die Gesellschaft erwartet? Sowas zum Beispiel. Über das mache ich mir eigentlich auch Sorgen. Wir machen uns alle um die Umwelt Sorgen. Definitiv. Weil viel davon ist nicht mehr übrig. Wenn viel Monokultur betrieben wird, Wälder zum Beispiel aufgeforstet werden und immer nur mit der gleichen Kultur besiedelt werden, dass der Boden sich irgendwann verschlechtert, dass Muren dadurch zunehmen. Und auch wenn ich jetzt an die ganzen Ressourcen denke, wie Holz oder so, man soll es nicht verschwenden. Und das finde ich wichtig, dass man das immer irgendwo im Hinterkopf hat, dass man das nicht ausnutzt. Ich verstehe das oft nicht, warum die Jugend gar kein Interesse an der Umwelt sagen oder am Schutz der Umwelt oder dass man es einfach nicht verschmutzt. Oder ich werde narrisch, wenn ein Müllcontainer da steht und neben liegt die Plastikflaschen. Das ist halt ein Bumerang, der irgendwann zurückkommt, wo man einfach sieht, dass da kurzfristiges Denken eben zu kurz gedacht ist, dass man da langfristig denken muss und darauf sensibilisiert werden muss wieder. Ich möchte, dass die nachfolgenden Generationen dieselbe Umwelt genießen können, wie ich sie zum Beispiel genieße. Und dann die Atomkraft. Wenn ich dann an Korea denke mit den Atomwaffen und so, ich weiß nicht, sowas macht mir einfach Angst, weil das sowas ist irgendwie unberechenbar, weil, wie man gesehen hat, auch in Tschernobyl, das kann explodieren und dann ist alles verseucht, dann kannst du den Boden, also die Ressourcen von der Umwelt eben nicht mehr gebrauchen. Aber wenn man sich überlegt, wie sicher Atomkraftwerke sind, manchmal keine Chance. Aber wenn es schief geht einmal, ist mir lieber, als die ganze Welt voll mit Kohlekraftwerken. Ja, das ist das Gleiche wie mit Flugzeugfliegen, weil das macht viel schneller, viel kaputter. Wenn jetzt zum Beispiel ein Atomkraftwerk nebenbei wäre, was können wir dafür? Es betrifft so viele Menschen dann, weil das einfach schon ziemlich gefährlich ist und das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich mache mir schon Sorgen, dass meine Kinder mal eine gute Schulbildung kriegen. Also das ist mir schon wichtig, also dass sie eine gute Allgemeinbildung haben. Politische Bildung in der Schule ist extrem wichtig, weil dadurch können sich dann die Leute besser eine Meinung bilden, wofür sie stehen und was sie über einzelne Dinge denken, die in der Politik eine Rolle spielen. Und dadurch können sie dann besser auch entscheiden, wen sie später wählen wollen. Ja, gerade beim Bildungssystem hat man das Gefühl, dass da immer mehr gespart wird und dass dem nicht genug Beachtung entgegengebracht wird. Gerade bei der Bildung kann man fast nicht genug investieren, weil die den Grundstein legt für Erfolge, die vielleicht viel später, in 15, 20, 25 Jahren erst messbar sind. Aber auf Bildung zu verzichten, ist, glaube ich, immer der größte Fehler, den eine Gemeinschaft machen kann. Wähle 3 von den folgenden Punkten aus, über die du dir am meisten Sorgen machst. Soziale Unruhen. Ja. Das ist ganz weit oben. Weil das irgendwie etwas ist, was man selber so wenig steuern kann. Wirtschaftskrisen, dann innerhalb der EU recht viele Spannungen entstehen. Dann haben wir gleichzeitig nur die Zuwanderung von vielen Flüchtlingen. Das kann egal ist, was da geschieht vor unserer Haustür. Und wie es halt weitergeht in den nächsten 10 Jahren und ob sich das auf uns auch vielleicht auswirken wird. Und man merkt schon, dass so Gedankengut vom rechten Rand immer mehr zunimmt. Da können halt soziale Unruhen kommen, bei uns. Die Leute aufeinander losgehen und immer wieder zur Eskalation kommt. Darauf hat man irgendwie als Einzelperson überhaupt keinen Einfluss, habe ich das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, wir haben uns jetzt endlich was geschaffen, wo wir wieder was Gemeinsames aufbauen und im großen Stil gemeinschaftlich denken. Und da habe ich ganz stark Angst, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Also dass wir da vielleicht nicht aus der Geschichte gelernt haben. Würdest du dich an einem großen Aufstand gegen die an der Macht beteiligen, wenn so etwas in den kommenden Tagen oder Monaten stattfinden würde? Ja, ich auf jeden Fall. Ja, du bist ein Revolutionär. Kriegerische nicht, weil die Gefahr zu groß ist, als Blinder sich selbst mit der Waffe das Leben zu nehmen. Es kommt darauf an, wer diesen Aufstand anzettelt. Also mit irgendwelchen Neonazi-Gruppierungen möchte ich nicht auf der Straße stehen. So angenommen, wir kriegen wieder eine ganz lustige rechtsradikale Regierung. Ja, nein, in den nächsten Tagen, so wie es jetzt ist, würdest du aufstehen und mitmachen? Nein. Also, nein. Na, mach ich nicht. Ach, was sollen die Linken machen, das passt schon. Ich glaube, mir ist sowas zu gefährlich. Wenn Gewalt im Spiel ist, dann würde ich es auch nicht machen. Ich bin sowieso jemand, der mehr dazu plädiert, sich an den Tisch zu setzen und den Dialog zu suchen.
Ja, oft ist es aber, glaube ich, nicht mehr möglich. Leider, ja. Auf jeden Fall würde ich mich aufwiegen, aber höchstwahrscheinlich nicht auf die gewalttätige Art und Weise, sondern auf die schlaue Art, genau. Hinterrucks. Ich würde da einfach außen vor bleiben, immer denken, macht es, was wollt, lasst mich in Ruhe damit. Ist meine ehrliche Meinung dazu. Ich habe das Gefühl, dass man als Volk sowieso nichts machen will. Also wenn sie etwas entscheiden, dann ist es schon entschieden. Also da kann man ja nicht viel ausrichten als Kleinvolk. Auch nicht eine Volksbefragung. Ich finde, da stimmt auch nicht immer alles. Das ist einfach nur die Ausrede der Faulen. Würdest du dich an einem großen Aufstand gegen die an der Macht beteiligen, wenn so etwas in den kommenden Tagen oder Monaten stattfinden würde? Ja, eindeutig ganz vorn mit fetten Schild und. Also würde ich auf alle Fälle mitmachen. Denn ich sehe es als Verantwortung, dass man als Mensch etwas tut und einen Aufstand bereitet, wenn man nicht zufrieden ist. Weil es eben unser Recht ist, aufzustehen gegen Missstände. Aber leider gibt es nicht so viele Menschen, die wirklich auf die Straßen gehen. Gemeinsam merken, dass man mit der momentanen Situation unzufrieden ist und aber dann doch eine Macht hat, das zu ändern, wenn man sie zusammentut. Das ist ein schönes Gefühl.